Heute bauen wir eine Klemmbaustein-Ente. Aber keine aus Dänemark und vor allem keine auf Rädern. Nein, wir bauen eine Ente auf Ketten. Und diese Ente hier kam aus Plauen. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute klemmen wir sie, die berühmte Guderian-Ente, das Kobi-Set 2668, den Panzerjäger 4-70V. Und das V steht für FOMAC und was das mit Plauen zu tun hat und alles weitere zu diesem legendären Panzerjäger, das klären wir gleich hier auf meinem Bautisch. Hier liegt die 2668, die normale Variante der 2667, die bekanntlich ja die Limited Edition des Jagdpanzers 4 war, allerdings in der L48 Variante. Hier haben wir ja die Schräger 70 Variante. Kobi macht sich den Spaß, hier mittlerweile ja von Version zu unterscheiden, von Limited zu normalen Variante. Bei der Tankette hatten wir das auch und ähnlich auch bei den TP-Panzer der Polen. Ja, hier nun, wie gesagt, den Jagdpanzer 4 Schräger 70, 1024 Steinchen, 2 Minifiguren, auch im Maßstab 1:28 gehalten und natürlich in der Historical Collection World War II. Altersempfehlung bei so einem Fahrzeug finde ich ganz angebracht, 10+. Schauen wir uns die Rückseite an. Auch hier können wir wie bei der Limited Edition schön den Innenraum bauen. Wir haben viele Drucke, Fakten bekommt ihr gleich und wir haben ein Originalfoto und hier sehen wir schon an dem längeren Geschützrohr, dass wir hier ein anderes Fahrzeug haben. Flache Silhouette, das zeichnet diese Fahrzeuge aus, finde ich klasse, diese Panzerjäger. Passend dazu haben wir auch einen Panzerjäger-Kommandanten sowie den erwähnten Sanitäter mit Trage. Ja, wir lassen nun unseren Panzerjäger 4 Schräger 70 einmal fliegen, denn wir wollen ja wissen, was sich im Inneren verbirgt. Ja, Freunde, da fliegt ein gelber Teiletrenner fast aus dem Bild. Das super starke Werkzeug, was einen Kobi-Bauer auszeichnet. Einer der besten Teiletrenner, die es gibt im Klemmbaustein-Universum. Dann haben wir 1, 2, 3 Bautüten, natürlich hauptsächlich mit diesen beige, gelben, grünen, wie auch immer ihr das nennen wollt, Steinen. Natürlich etwas grau, etwas schwarz und vor allen Dingen dieses Weißgrau. Sowie eine Bauanleitung im DIN A4 Format, die mit Klammern zusammengehalten wird. Es ist hier das Kartondesign natürlich wieder gespiegelt. Und los geht's mit der kleinen Erläuterung standardmäßig auf meinem Kanal, wie man mit Kobi-Anleitungen baut, denn das weiß nicht jeder und es gibt ja auch ein paar neue Zuschauer. Zuerst achten wir auf die Legende, denn Kobi-Steine können in der Form und auch in der Funktion etwas abweichen von Systemsteinen, sind aber immer zu 100% kompatibel, wenn auch nicht in den Farben. Mit der Tüte 1 fangen wir an, da steht sie und dann klemmen wir drauf los, von Baustep zu Baustep, von Bautütensymbol zu Bautütensymbol fortlaufend. Der aktuelle Baustep ist immer farblich und wir sehen, dass wir immer was Graues sehen. Das ist nämlich der Baufortschritt aus der Vergangenheit. So baut sich das auf. In den kleinen Kästchen sehen wir die Steine, die wir brauchen und Pfeile weisen uns den Weg, was wir wie wo zu stecken haben. Ab und zu gibt es kleine Fenster, die nochmal tiefer in die Erläuterung gehen und wir haben Anleghilfen. Fertig sind wir dann, wenn wir den Baustep, tada, ich muss schauen, ist ja auch für mich eine Premiere, das Set hier zu öffnen. 220, wenn wir die Motorabdeckung zumachen, den einen Teil Hinge-Mechanismus nach oben bewegen und den Motor einbauen. So richtig fertig eigentlich beim Baustep 218, wenn wir die letzten Winkel und den Wagenheber anbringen. Auf den letzten Seiten dann hier traditionell die Teileübersicht. Kobis Teile haben ja einen Zahlencode. Und sollte euch ein Stein fehlen, bitte hier unten bei Kobi gleich monieren und macht das auch, nehmt das nicht so hin, denn nur so lernt ja auch Kobi etwas. Dann, ganz wichtig, eine Zusammensteckhilfe der Minifiguren und immer etwas Werbung. Wäre doch cool, wenn der Blockstar hier mal stehen würde und nicht so ein polnischer Jüngling. Egal, Werbung
Mache ich auch. Schaut gerne mal hier oben auf dem i, da findet ihr nämlich teilweise all die Sets, die hier angetriggert wurden, auch von mir schon gebaut auf meiner Kobi-Playlist. Und jetzt, Freunde, der Winter kommt, der Winter naht. Euch viel Spaß bei der Faktenzeit und mir beim Bauen während des Speedbuilds. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und heute geht es um ein Fahrzeug, das unter Fans oft einen kuriosen Spitznamen trägt und ich habe ihn euch schon gesagt, die sogenannte Guderian-Ente. Gemeint ist damit das Sonder-Kfz 162-1, also die langrohrige Version des Jagdpanzers 4. Der Begriff selbst ist nicht offiziell belegt, sondern eher ein Truppenspitzname. Er spielt auf die auffällige Silhouette des Fahrzeugs an. Vorne schwer durch die lange Kanone, hinten vergleichsweise kompakt. Also fast so, als würde das Fahrzeug nach vorne eintauchen. Gleichzeitig wird der Name oft mit Heinz Guderian in Verbindung gebracht, der dieses Fahrzeug kritisch sah, weil er lieber mehr klassische Panzer IV statt weiterer Jagdpanzer in der Produktion gehabt hätte. Das Sonder-Kfz 162-1 wurde ab Mitte der 1944er Jahre gebaut, hauptsächlich bei der FOMAC mit ihren Werken in Plauen. Insgesamt entstanden bis Kriegsende etwa 930 Fahrzeuge dieser Variante. Technisch basiert der Jagdpanzer IV auf dem bewährten Fahrgestell des Panzer IV, verzichtete aber vollständig auf einen drehbaren Turm. Stattdessen sitzt die Hauptbewaffnung fest in einer stark geneigten Frontpanzerung. Das senkt die Silhouette erheblich und verbessert die Panzerwirkung, schränkt aber gleichzeitig die Flexibilität im Gefecht ein. Das Herzstück des Fahrzeugs ist die 7,5 cm Pak 42L70, dieselbe Kanone, die auch im Panther verbaut wurde. Die Waffe war in der Lage, die meisten alliierten Panzer auf großen Entfernungen zu durchschlagen. Genauso hier lag die taktische Stärke des Jagdpanzers 4 L-70. Er war kein Durchbruchspanzer, sondern ein spezialisierter Jagdpanzer, ein Panzerjäger, der aus der Deckung heraus operieren sollte. Gut getarnt, aus vorbereiteten Stellungen mit möglichst großer Distanz zum Gegner. Daher auch super die niedrige Silhouette. Eingesetzt wurde das Fahrzeug ab der zweiten Hälfte des Jahres 1944 an nahezu allen Frontabschnitten, an denen die Wehrmacht noch operierte. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Westfront nach der alliierten Landung in der Normandie. Erste Einheiten, die mit dem Jagdpanzer 4 L70 ausgestattet wurden, waren unter anderem die 2. Panzerdivision, die Panzerlehrdivision sowie die 116. Panzerdivision Windhund. Diese Verbände kämpften in Frankreich unter hohem Druck gegen die vorrückenden alliierten Streitkräfte. Gerade in der Normandie zeigte sich ein zweischneidiges Bild. Einerseits konnte der Jagdpanzer IV durch seine starke Kanone und niedrige Silhouette effektiv aus dem Hinterhalt wirken, andererseits war das Gelände mit seinen Hecken, engen Wegen und begrenzten Sichtlinien alles andere als ideal für ein Fahrzeug, das aus Distanzkampf ausgelegt war. Die einschränkende Seitenrichtfähigkeit der Kanone machte es schwierig, schnell auf Bedrohungen zu reagieren, besonders im Nahbereich. Mit dem Rückzug der deutschen Truppen durch Frankreich und Belgien kamen die Fahrzeuge zunehmend in beweglichen Abwehrkämpfen zum Einsatz. Besonders während der Ardennenoffensive Ende 1944 wurden Jagdpanzer 4 L-70 in verschiedenen Einheiten eingesetzt, darunter Panzer- und Grenadierdivisionen sowie Panzerjägerabteilungen. Diese Einheiten hatten die Aufgabe, alliierte Panzerverbände abzufangen und Durchbrüche zu verhindern. Typische Beispiele sind die Panzerjägerabteilungen innerhalb der 9. und 12. SS-Panzerdivision sowie weitere Heereseinheiten, die in dieser Phase oft improvisiert zusammengestellt wurden. Auch an der Ostfront spielte das Sonder-Kfz 162-1 eine wichtige Rolle. Hier wurde es unter anderem bei Divisionen wie der 20. Panzerdivision und der 24. Panzerdivision eingesetzt. In den weiten offenen Landschaften Osteuropas konnte das Fahrzeug seine Stärken deutlich besser ausspielen. Die Kombination aus guter Tarnung, niedriger Silhouette und hoher Durchschlagskraft machte es zu einem gefährlichen Gegner für sowjetische Panzer wie den T-34 oder den schweren Modellen der Josef Stalin II-Serie, zumindest auf Distanz. Allerdings traten auch hier die technischen Schwächen des Fahrzeugs besonders deutlich zutage. Die lange Kanone führte zu einer starken Frontlastigkeit, was die vorderen Laufrollen und die Federung stark beanspruchte.
In Kombination mit schlechten Straßenverhältnissen und langen Marschwegen führte das zu erhöhtem Verschleiß und häufigen Ausfällen. Das war ein generelles Problem vieler deutschen Fahrzeuge in der späten Kriegsphase, wurde beim Jagdpanzer IV L 70 aber besonders deutlich. Stichwort German Over-Engineering. Organisatorisch waren diese Fahrzeuge meist in den Panzerjägerabteilungen der Division eingegliedert. Diese speziellen Einheiten waren dafür zuständig, gegnerische Panzer zu bekämpfen und die eigenen Linien zu stabilisieren. In der Praxis wurden die Jagdpanzer jedoch oft flexibel eingesetzt, sowohl defensiv aus vorbereiteten Stellungen als auch offensiv zur Unterstützung von Gegenangriffen, wenn es die Lage erforderte. Ein interessanter Vergleich ergibt sich zu früheren Versionen mit der kurzen L 48er Kanone. Diese war weniger frontlastig und insgesamt zuverlässiger im Fahrbetrieb, hatte aber auch eine geringere Durchschlagleistung. Die L 70 Version war also klar auf maximale Feuerkraft ausgelegt, ein typisches Beispiel für die Prioritäten der deutschen Rüstungsentwicklung in den letzten Kriegsjahren. Unterm Strich war das Sonder-Kfz 162-1 ein sehr effektiver Panzerjäger, der besonders in defensiven Szenarien seine Stärke ausspielen konnte. Seine Kombination aus starker Bewaffnung und guter Panzerung machte ihn zu einem ernstzunehmenden Gegner auf dem Schlachtfeld. Gleichzeitig zeigen seine Schwächen, mechanische Probleme, eingeschränkte Beweglichkeit und die strategischen Diskussionen um seine Produktion sehr deutlich die Herausforderungen, mit denen die deutsche Wehrmacht in der Endphase des Krieges konfrontiert war, mit einem Panzer, der im Gefechtsfeld watschelte, die Guderian-Ente. 3 Stunden Bauzeit und der Jagdpanzer IV aus der Historical Collection World War II von Kobi steht auf meinem Bautisch. Das Kobi-Set 2668, der Jagdpanzer IV Schräger 70V. Natürlich vergleichen wir ihn mit der Limited Edition der L 48-Variante, das Kobi-Set 2667. Beide Sets kosten ja ungefähr gleich. Hier sogar habe ich etwas weniger bezahlt bei der Limited Edition, weil ich den Vorbestellerrabatt genutzt habe. Das mache ich eigentlich immer bei den Limited Editions. Dieses Set ist schon vergriffen. Das könnt ihr bekommen und in den Kommentaren schon im Vorfeld und generell im Austausch auf dem Discord zum Beispiel und mit vielen anderen Leuten habe ich viel Positives und viel Feedback gehört über dieses Fahrzeug. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich mag es. Es hat Bauspaß. Mir richtig bedeutet ist falsch, aber viel Bauspaß gebracht. Ich mag hier aber nicht unbedingt dieses neue Tarnmuster. Ich hätte mir gewünscht, und das kann man schon mal als Fazit sagen, eine Guderian-Ente in diesem Tarnmuster und vielleicht dann hier die L 48-Variante in diesem Wintertarn, dieses Gelb mit dem übergetünchten Weiß. Wir bekommen ja auch noch einen Jagdtiger später im Jahr 2026 von Kobi in diesem Tarnmuster. Also ja, es hat, wie gesagt, viele Freunde da draußen schon gefunden. Ich mag diesen Dreifarbtarn lieber. Und ich kann euch jetzt schon mal spoilern, und normalerweise mache ich das selten in meinen Videos. Es gibt ein Video zu einem Mock dieses Fahrzeugs, wo ich dann vielleicht diese 3 Farben verbaut habe. Es wird ein Tutorial sein, wie man mit viel Geld ein schönes Mock sich aus Kobi-Stein erstellen kann. Bleiben wir aber heute bei diesem Fahrzeug. Wir haben ein paar Steine über, wie sich das gehört bei Kobi-Sets. Ein kleiner Beutel mit Kettengliedern, Bolzen, Bars und C-Clamps und sogar hier diese durchsichtigen Taler, die wir als Scheinwerfer benutzen. Dann natürlich der Kobi-Teiletrenner, das Schweizer Taschenmesser unter den Teiletrennern, für mich die besten Teiltrenner der Welt, die von Kobi. Schauen wir uns die Anleitung an. Ich habe ja gesagt, das hätte richtig Spaß gemacht zu bauen. Genau natürlich auch wie bei der Limited Edition. Wir haben hier natürlich fast identische Bautechniken. Sieht man auf den ersten Blick schon, auch wenn die Farben andere sind. Es variiert grob eigentlich nur bei der Kanone. Und natürlich haben wir hier bei der Limited Edition Schürzen und etwas mehr Kladderadatsch, Grünzeug, Bänder und mehr Accessoires hinten. Also Sachen, die man mitschleift hinten auf der Motorhaube, die haben wir hier nicht. Sieht man auch schon auf dem Blick auf dem Karton. Das Set hat für mich 2 Schwächen, die mir nicht gefallen, kommen wir aber gleich zu. Bauen macht es absolut Spaß. Ich mag dieses Panzer IV Laufwerk bauen. Wir bauen es ja mit so einer Snot-on-Top-Technik, das heißt, wir bauen es liegend, wir bauen es hoch, wir bauen hier das Fahrwerk hoch, durch dann Baurichtsumkehrsteine, hier die wir bekommen,
Da haben wir dann Noppen auf der Seite, auf die wir dann Steine aufbauen. Ich zeige euch das hier, sogar massive Steine, ihr seht es. Und dann bauen wir darauf das Fahrzeug auf. Wir gehen auch relativ schnell schon hier so ab dem Baustep 23 in den Innenraum. Das macht Spaß. Wir bauen dann die Welle. Hier deutet sie sich schon an. Wir bauen das Fahrwerk. Also so wie wir es auch ehrlicherweise bei der 2667 kennen, nur da natürlich mit mehr Farbe. Hier bauen wir die Welle und dann bauen wir so drauf los. Also wirklich nichts Schwieriges, macht Spaß, gefällt mir. Hier auch der Motor, zeige ich euch ja gleich, hat Spaß gemacht zu bauen und ich finde die Lösung hier in diesem Panzer 4 Gestell mit dem Motor echt super. Was mir nicht Spaß gemacht hat, und da blätter ich mal jetzt schnell hin, ist auch hier bei diesem Fahrzeug die Aufhängung der Kanone. Baustep 164, dies hier auf so ein Rohr zu packen, beziehungsweise auf einen Stab, auf einer Bar, das gefällt mir nicht. Hier sieht man es auch, das ist eine Bautechnik, die finde ich, könnte Kobi besser machen. Ich werde sie, kann ich euch spoilern, bei meinem Mock aber genauso machen. Trotzdem ist das so ein Baustep, der gefällt mir nicht. Und dieses Fahrzeug, hier sieht man es auch nochmal, wie man es dann einbaut, hier so schräg und dann hier so andrücken muss und hier auch aufpassen muss, dass man es genau reinkantet, weil es dann ja auch Schwächen noch gibt, die dann daraus resultieren. Das zeige ich euch aber gleich dann am Modell. Und eine Bautechnik ist auch nicht so cool, das ist nämlich hier mit diesen Händen, da muss man echt aufpassen. Man darf sie nicht zu tief reindrücken. Ich habe sie zu tief reingedrückt und daraus resultiert auch ein Baumängel, glaube ich, den ich euch dann mal gleich zeigen werde. Schauen wir uns die Figur an. Wir haben hier unseren Sanitäter in Mantel mit diesen Rotkreuzleibchen, mit diesem typischen Kobi-Stethoskop-Teil und das Gesicht mit leichten Erfrierungen, Verbrennungen durch Erfrierung, so muss man es ja sagen, mit diesem Schlauchschal, schön bedruckt, der Helm mit 2 Kreuzen, das finde ich richtig gut. Diese typischen grauen Handschuhe, so Wollhandschuhe mäßig und dann hier das Rote Kreuz überall bedruckt und die Koppel mit diesen beiden Taschen, wo wir dann Verbandsmaterial drin haben. Also eine wirklich gelungene Kobi-Figur. Ich bin ja immer mehr am Abdriften in diese Kobi-Minifiguren-Lore. Dann natürlich hier dieses typische Kobi-Formteil, was wir schon lange kennen. Beim Ford Maultier haben wir auch unser Sanitätsfahrzeug. Da haben wir dann diese Trage. Und dann natürlich unseren Panzermann hier mit dieser Neckermann Winterwendejacke. Hier kommt auch so ein bisschen sogar das Oliv oder eher dieses Wehrmachtsgrau durch. Schön bedruckt, sieht richtig flauschig aus hier, so durch dieses angedeutete beulige oder franzige, wollige. Das gefällt mir. Der Mund ist offen, da muss er aufpassen. Luger in der Hand und Schirm, Mütze ist falsch, Schiffchen mit rosa Litzen und dann natürlich Kopfhörer. Tolle Minifiguren, toll auch natürlich bei dem Preis, erwarten wir es ja auch, ein bedrucktes Typenschild Jagdpanzer 4-70V, Sonderkfz 162-1 im Maßstab 1:48 auf ein Hinge-Element 2x6er Teilfliese, passt perfekt. Schauen wir uns aber jetzt einmal das Fahrzeug an. Ich lege die Figur mal ganz sanft an die Seite. Wir fahren das Fahrzeug mal hierher. Es rollt sehr gut und das trotz meines glatten, wirklich sehr glatten Bautisches. Ich zeige euch das Fahrzeug mal in allen 3 Seiten. Ich kann euch schon sagen, hier, boing, 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 das gefällt mir nicht so gut. Da labbert es ein bisschen, das Rohr ist zu lang, ja fast wie im Echt. Es hatte ja Überlänge von fast 2,50 Meter. Und es kann deswegen aufgrund der Länge hier nicht so in 7/8 Position gehen. Es labbert immer durch. Das kann hier unsere kürzere Variante, da kann das Rohr schräger stehen. Ihr seht hier die Drucke, die wir haben, die Tarnung, das Balkenkreuz. Wir haben hier Luken, alle bedruckt. Hier oben die Luken. Wir haben hier die Okulare bedruckt. Wir haben, wie gesagt, hier die Luken, da die Sichtschlitze. Hier auch das Balkenkreuz. Und dann hier Werkzeugtasche bedruckt. Und generell ja hier diese Wintertarnung, die bedruckt ist. Gebaut haben wir die Tarnung natürlich hier an den Rädern. Das typische Panzer 4 Fahrwerk, was Spaß macht. Beim Original waren irgendwann die Räder hier vorne Vollstahl, der Rest war gummiert aufgrund der Überlänge. Ihr seht vielleicht bei diesem Fahrzeug einen kleinen Gap. Das gefällt mir nämlich gar nicht bei dieser Bautechnik, auch mit dem Kanonenrohr, mit dieser Saugkopfblende, dass wir hier durch diese Bügelperlen hier immer so eine Kante haben. Das finde ich auch nicht gut. Generell haben wir hier viele Spaltmaße und ich habe euch ja gesagt, mit diesen Händen, die ich zu sehr reingedrückt habe, habe ich ein Problem, dass mir hier dieses Fliesenteil, hier passt es ganz gut, aber hier muss ich echt aufpassen. Da fällt es mir mal leicht ab, da ich es zu sehr reingedrückt habe, dieses Element mit den Händen und diese Noppe hier so quasi
ich sie nicht ganz benutzen kann, weil diese Dreieckfliese dann hier gegen kollidiert. Also es steht immer so ein bisschen ab, muss ich echt aufpassen. Generell sieht man so ein bisschen die Spaltenmaße, war aber bei dem Fahrzeug auch. Trotzdem finde ich das Fahrzeug ganz gut gelungen. Man sieht diese sehr flache, fast schon sportlich schnittige Silhouette. Mir gefällt auch hier die Abgasanlage hier in diesem Rostrot. Das finde ich super. Und auch ja, generell die Bauweise ist ja falsch, habe ich ja schon gesagt, mit den Händen hier, das mag ich nicht so. Aber wie es dann doch geworden ist im Vergleich zum Beispiel zu einer sehr klubbrigen alten Jagdpanzerversion, gefällt mir schon. Ihr seht hier unten auch nochmal super das, was ich gesagt habe, euch am Anfang bei der Anleitung, dass wir hier so liegend bauen, die Noppen drauf. Hier sehen wir zwar ein paar Noppen, aber es lässt sich nicht vermeiden, weil es da so Halbnoppen sind, durch diese baurigen Umkehrsteine. Und auch ganz toll, weil es die gleiche Bautechnik ist wie bei der Limited Edition ist, dass wir hier diese Klappe abnehmen können. Die hängt nur an zwei Noppen, das ist nämlich hier und eigentlich verkeilt hier durch dieses Beil. Da haben wir den Motor, hier haben wir Werkzeug, sieht zwar sehr amerikanisch aus, aber ist egal. Bedruckt hier diese Kühlrippen, da haben wir den Motor, den wir sehr leicht rausnehmen können. Das gefällt mir sehr gut, dieses eine Noppe und dann mit diesem Rohr auf die anderen Elemente draufliegend. Ich habe schon so oft gesagt, ich habe schon so viele Maybach-Motoren gebaut. Ich müsste mal eine Kobi Maybach-Motorenfabrik bauen. Das gefällt mir richtig gut. Werde ich vielleicht mal irgendwann machen, irgend so ein Mock in die Richtung. Ja, hier dann massiv die Motorhaube auch gebaut mit den Ersatzrädern, dieser Axt und den Spaten. Das gefällt mir. Hier haben wir einen Wagenheber. Kleine ja, Schwachstelle auch ist überall, und das war es auch bei der Limited Edition, die Geschichte mit den Schutzblechen. Die darf man am besten nicht anfassen, weil sonst immer irgendwas abfällt, weil man sie von unten gegenkontern muss. Jetzt habe ich hier schon ein Problem, dass mir was abfällt. Da versuche ich mal schnell hier live on tape mit dem Teiltrenner gegen zu kontern. Mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Ihr seht, man darf mit diesen Fahrzeugen nicht spielen. Es sind Show-Elemente, ja, Modelle, die man sich ins Regal stellen kann, bei denen man halt beim Aufbau nicht kleben oder so muss. Und ihr seht auch, das Rohr fällt mir auch ab. Vielleicht bin ich zu grob, aber das ist halt diese Bautechnik hier mit diesen Noppen. Das gefällt mir einfach nicht gut. So, zack. Jetzt schauen wir uns den Innenraum hier oben nochmal an. Wir können diese Luken aufmachen, die beiden hier auch, und können dann die Klappe aufmachen und sehen dann den Kampfraum, den Innenraum. Wir sehen hier die Höhen- und Seitenrichtung der Kanone. Wir haben hier Sitze, wir haben die Wellen, wir haben Munition, wir haben hier Kisten. Da seht ihr diese Bautechnik mit diesen Schrägen und dann die Hände stecken hier hinten drinne. Das gefällt mir ganz gut. Da sehen wir auch die Hände, da, wie sie eingesteckt sind, da und da. Und hier auch. Und wie gesagt, ich habe es zu sehr reingedrückt, deswegen habe ich hier Probleme mit diesen schrägen Elementen. Wir haben tolle Drucke, dort und dort. Hier haben wir Kisten und da haben wir halt die Funkanlage und halt das Geschütz und diese Bautechnik mit dieser Stange, die mir absolut nicht gefällt. Leider, wie gesagt, labert das hier. Oh, jetzt steht es mal. Ach, schade. Jetzt hat es gerade mal kurz gestanden. Vielleicht muss ich es ein bisschen nee, ich will es nicht überbiegen. Hier, wie gesagt, ist das Thema mit dieser Stangenhalterung, damit diese Schräge daherkommt. Ja, und geht auch sehr leicht ab. Also, ja. Ich bin nicht glücklich damit. Vielleicht bin ich auch zu doof. Vielleicht stelle ich mich auch zu doof an. Ich finde halt, Kobi könnte das viel besser machen und hat es ja auch bei vielen Fahrzeugen schon viel besser gemacht. So, jetzt habe ich es wieder festgedrückt. Jetzt kommt hier wieder meine Dreiecksfliese drauf und fertig ist das Fahrzeug. Es rollt sehr gut, das habe ich euch gesagt. Es sieht gut aus. Es hat für mich die falsche Farbe, das habe ich euch gesagt. Es hat natürlich im Kern die gleichen Bautechniken, das habe ich euch auch schon gesagt, wie die Limited Edition. Wir stellen sie jetzt trotzdem beide nochmal so ein bisschen gegenüber, damit ihr da einfach mal einen Vergleich habt. Dazu packen wir mal alles so weg, was hier so rumfliegt. Auch du, Figur, gehst weg. Und dann könnt ihr selber mal entscheiden, welches Fahrzeug ihr besser findet. So, das schieben wir auch mal weg. Und dann haben wir die drei Seitenansicht. Also, die machen wir jetzt. Hier einmal von der Seite. Von vorne natürlich fast identisch, außer jetzt bei mir hier den kleinen Präsentationsschaden mit dem Scheinwerfer. Hier hält die Kanone etwas besser. Die Schürzen, ja, bei meinem Mokko weiß ich noch gar nicht, wie ich es machen werde. So, die Kanone. Na, jetzt hält sie sogar mal.
Okay, man muss also dieses Review bis zum Ende gucken, um zu sehen, der Blocksy braucht gar nicht rummeckern, die Kanone hält ja, in dieser Halb-8-Position. Dann hier von der Seite beide Fahrzeuge. Einmal so, einmal so. Und von hinten sind sie natürlich dann fast identisch, während wir halt nur, also fast identisch von der Bautechnik sowieso, aber ich meine halt, dass wir hier keine Räder haben, wie bei der Limited Edition. Wir haben halt hier keine Holzkisten, aber natürlich die Abgasanlage und diese Kiste hier und so weiter, das ist bautechnisch gleich. Wir bekommen also bei der Limited Edition mehr drumherum und etwas mehr Farben. Hier, dieses Set hat halt diese Winter-Tarngeschichte, die Kobi jetzt quasi ja, etabliert hat mit diesem Weiß und diesem Senfgelb. Dieses Fahrzeug gefällt mir von den Proportionen her einfach besser. Ich mag diese 162-1 Geschichte, diese Guderian-Ente, das Watscheln. Zur Wahrheit gehört auch dazu, das habe ich euch in vielen Videos schon mal gesagt, dass mein Großvater Panzer aus Holz gebaut hat. Der war selber Panzersoldat im Zweiten Weltkrieg in Frankreich und hat unter anderem auch eine Guderian-Ente gebaut in einen Dreifarbtarn. Diese Modelle stehen teilweise in Holzminden in der Kaserne. Ich weiß, also ich hoffe, sie stehen noch da. Sie wurden mal dort als Leihgabe hingegeben. Ich hoffe, dass sie da stehen. Ich werde sie hoffentlich euch irgendwann mal präsentieren können. Wenn nicht, bin ich sehr, sehr traurig. Mein Opa hat das sehr, sehr gut gemacht. Aus Holz, aus Knochenleim, aus all den Sachen, die man so zu Hause hatte. Wirklich super, super maßstabsgetreue Fahrzeuge gebaut. Und wie gesagt, auch die Guderian-Ente halt hier in der Variante, die richtige Guderian-Ente. Und deswegen bin ich zwar wie immer als Sammler froh, die Limited Edition zu haben. Hier die 2667, die sogar, sehe ich gerade, noch einen viel größeren Gap hat bei der Kanone hier als die Guderian-Ente, weil ich ja nun mal Limited Edition sammle, aber ein Dreifarbtarn hier irgendwie hätte ich mir mehr gewünscht bei dieser Variante. Habe es mir trotzdem gekauft, weil ich es trotzdem cool finde, das habe ich euch gesagt. Ich kaufe mir keine Sets, um diese zu zerreißen. Manchmal findet man ja auch so Bauschwächen bei Bautechniken ja auch erst beim Bauen heraus. Ne? Also ich gucke ja nicht Reviews vorher, um dann halt mir ein Set zu kaufen, um zu zerreißen, sondern ich finde dann beim Bauen ja heraus, was halt hier nicht funktioniert. Und ihr habt gesehen, zack, schnell auch gefixt hier diesen kleinen Mängel. So, zack. Und ich fasse natürlich auch sehr grob hier das Set an. Ich liebe es, ich hasse es. Wie immer bei Kobi liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Das Fahrzeug gefällt mir und ich freue mich jetzt, hier nach diesem Video das nächste Video zu drehen, wo ich hier einen Mock bauen werde dieses Fahrzeugs. Und dazu fasse ich dieses Fahrzeug nicht an, dazu fasse ich dieses Fahrzeug nicht an. Lasst euch einfach überraschen und mit viel, viel Glück, wenn dieses Video dann da ist, könnt ihr vielleicht auch dann euch so ein Fahrzeug dann in Dreifarbtarn nachbauen. Aber das ist die Zukunft. Wir schauen uns jetzt gleich noch einmal in die Augen und sprechen noch mal kurz ein kleines Fazit zusammen hier. Aber zuerst gibt es natürlich Detailbilder von unserem Kobi-Set 2668. Da dürft ihr selber noch mal schauen, was ich euch hier gerade präsentiert habe. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei und wie gesagt, zum Abschluss danach schauen wir uns noch mal in die Augen. Während hier die Bilder durchlaufen und ihr euch selber nochmal in den Details vertiefen könnt, gibt es von mir traditionell nochmal ein paar Fakten zum Set. Denn dieser Karton hat einen klammergedrucktes V und dieses V steht für die Vohmagt. Die Vogtländische Maschinenfabrik AG war nämlich ein bedeutender deutscher Industriebetrieb mit Sitz in Plauen. Gegründet im Jahr 1881 machte sich das Unternehmen zunächst weltweit einen Namen mit Druckmaschinen, bevor es später in den Fahrzeugbau einstieg. Bereits im Ersten Weltkrieg produzierte Vohmag über 1000 Lastwagen für das Militär. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Unternehmen zu einem wichtigen Hersteller von Nutzfahrzeugen. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Produktion dann stark auf Rüstung umgestellt. Besonders relevant war dabei die Panzerfertigung. Zwischen 1942 und 1944 wurden in Plauen rund 1374 Panzer IV gebaut. Noch bedeutender war der Jagdpanzer IV, ein von Vohmag, wie ihr gehört habt, maßgeblich entwickeltes Fahrzeug, von denen bis 1945 etwa 1700 Stück entstanden sind, ihr habt es gehört. Wie viele Rüstungsbetriebe jener Zeit setzte auch die Vohmag Zwangsarbeiter ein. Gegen Kriegsende existierte ein Außenlager des Konzentrationslagers KZ Flossenbürg, in dem mehrere hundert Frauen zur Arbeit
bei Fomag gezwungen wurden. Nach schweren Bombenangriffen wurde das Werk 1945 weitgehend zerstört und anschließend demontiert. Damit endete die Geschichte der Fomag als eigenständiges Rüstungsunternehmen. Ihr Name bleibt jedoch heute eng mit der deutschen Industrie- und Rüstungsgeschichte verbunden, liebe Freunde. Sprechen wir kurz über den Sponsor des heutigen Videos und halt nicht abschalten, denn eigentlich meine ich dich. Vielen lieben Dank, liebe Kanalmitglieder, für eure monetäre Unterstützung und vor allen Dingen das Kicken des Algorithmus. Daher auch noch Danke an alle anderen Kommentatoren, an alle, die diese Videos schauen, an alle, die mir Feedback geben, egal auf welchen Social-Media-Kanälen oder im echten Gespräch, an alle, die einen Daumen hoch lassen, an jeden, der meine Videos teilt. Und natürlich auch vor allen Dingen an euch generell in der Community auf Discord, in den Telegram- oder WhatsApp-Gruppen. Danke, dass ihr mit mir kommuniziert, dass wir über unser Thema Klemmbausteine und die geschichtlichen Themen hinter diesen Sets sprechen. Ihr seid die Geilsten. Danke für eure Unterstützung. Da sind wir am Ende angelangt, liebe Freunde. Fehlt eigentlich nur noch das Fazit. Sowas gehört zum Review. Meine Besprechungen sind ja immer subjektiv, heißt meine eigene Meinung. Ganz sachlich kann ich einfach als Sammler hier nicht immer an Kobi herangehen. Und ein Punkt für mich ist hier auch immer der Preis, den man ja mal genauer betrachten muss. Wir haben hier zwei Fahrzeuge, die Limited Edition, das Sonder-Kfz 162 und die ja, in Anführungszeichen normale Version, auch wenn es sich ja hier um ein anderes Fahrzeug handelt, nämlich das Sonder-Kfz 162-1. Beide Fahrzeuge haben, wenn man hier mal nicht den Vorverkaufspreis hinzuzieht, 99,99 € gekostet. Wenn wir aber mal, unabhängig davon, dass wir hier mehr Figuren haben und mehr Accessoires, hier bei der Guderian-Ente zu meiner Linken mal schauen, dass es auch hier 2016, 2017 eine Version gab, nämlich das Set 2483, ich blende euch das mal hier ein, mit 440 und 2 Minifiguren zum damaligen Preis von um die 25 €. Dann muss man diese Werte einfach mal in eine KI reinjagen, weil für irgendwas müssen so KIs ja gut sein. Und dann kommt man heraus, dass so ein Set dann inflationsbereinigt heutzutage um die 33, 34 € kostet. Und wenn wir das jetzt hochrechnen auf die Teile, die wir jetzt hier haben, nämlich 1024, kommen wir zu irgendwo bei 75 bis 80 € raus. 99,99 € hat das Ding gekostet. Wenn man es als Grundlage nimmt, die Teileanzahl und was Kobi früher mal gekostet hat, denn viele bei euch da draußen, ich lese in die Kommentare, vergleichen immer Kobi früher und Kobi heute. Und soweit gehört dazu, ihr seht an den Teileanzahlen, an den Detailgraden, dass Kobi kleinteiliger, detaillierter baut. Dann müssen wir mal gucken, passen diese Preise. Und wie gesagt, inflationsbereinigt so um die 80 €. Das Set hier kostet 99,99 €. Dann sind wir gar nicht so weit weg. Und wir haben vielleicht einen normalen Preis, weil Kobi-Preise sind eigentlich fast immer so, wenn man es mal auf einen Cent runter oder auf einen Teil runterbricht, das ist richtig, um die zwischen 7 und 10, 11, 12 Cent, je nachdem. Und das ist halt leider ein normaler Kobi-Preisstandard. Also ich meckere hier nicht und sage, boah, die Sets sind immer teurer geworden. Es gibt Beispiele, wo man sich bei Kobi fragt, Heidewitzke, habt ihr es noch gemerkt? Und da kann ich euch nur ein kommendes Video von mir ans Herz legen. Also folgt meinem Kanal, bleibt gespannt. Aber bei diesem Set hier sehe ich das nicht, wenn man überlegt, wo Kobi herkommt und was wir hier an Detailgrad bekommen. Bei Lego sagt man ja immer 1000 Teile, 100 €. Das ist so eine Faustformel. Und Kobi ist ja genauso gut wie Lego, wenn nicht in einigen Teilen sogar besser. Also 100 €, 1000 Teile, gehe ich als Kobi-Sammler mit d'accord. Früher war Kobi anders, früher war Kobi günstiger, aber dafür auch rudimentärer. Heute bekomme ich mehr Details. Ob mir die dann einzeln gefallen, so wie hier, dass mir die Guderian-Ente besser gefällt als die Limited Edition und dass ich es auch komisch finde, dass die Limited Edition um die 100 € kostet und die normale Version auch, ich hier aber zwei Figuren mehr bekomme und mehr Accessoires und einen Dreifarbtarn, das ist wieder eine ganz andere Geschichte bei Kobi. Hier kann man eigentlich wirklich sagen, die Limited Edition lohnt sich nicht wirklich. Die Guderian-Ente ist das bekanntere Fahrzeug. Das ist aber auch wieder ein ganz anderer Fakt.
Mich stören hier, habe ich euch gesagt, so ein bisschen diese Bautechniken, die ich natürlich selber so auch nicht besser hinbekommen würde, aber ich weiß, dass Kubi es eigentlich besser kann. Ja, viele Punkte zum drüber nachdenken. Vielleicht sagt ihr auch so: „Hey Bloxy, totaler Quatsch, was du da redest." Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich tausche mich da gerne mit euch aus. Seid freundlich, seid lieb, seid nett, so wie ich es auch zu euch bin. Lasst uns da ganz entspannt drüber reden, denn es ist ja nur ein Hobby. Wir reden hier nur über Autos. Gut, Autos mit Kanonen, aber hey, das tut keinem weh. Lasst mich gerne wissen, lasst uns austauschen und ich kann euch ja sogar mittlerweile per Sprache auf Kommentare antworten. Das finde ich cool. In diesem Sinne, Freunde, wir haben fast alles gesagt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und da wir Autos haben, eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.